Elektro mit c-sport.de. Hallo liebe Leute, heute haben wir das KS 18 für euch und das hat so viele Features, dass ich mir einen Zettel machen musste, um nicht irgendetwas zu vergessen, was das Rad so kann. Das ist wirklich voller Überraschung, dieses Rad. Und was es alles kann, das zeigen wir euch jetzt. Das KS 18, wie euch sicherlich aufgefallen ist, ist ziemlich hoch, aber dafür ist es auch relativ schmal, viel schmaler als zum Beispiel das Godway M Super. Ja, die Bedienelemente sind sehr umfangreich. Wir haben hier vorne Licht und das gleiche Licht haben wir auch hier hinten und das dreht sich um. Wenn ihr also vorwärts fahrt und es ist dunkel, dann ist das weiß und wenn ihr dann genau in die andere Richtung fährt, dann wird das rot und außerdem ist es noch ein Bremslicht. Der Einschalter ist wie gewohnt bei den guten Rädern ein Taster. Das heißt, der kann nicht während der Fahrt rausspringen und man kann ihn auch nicht ausschalten, während man fährt. Man kann also damit nicht hinfallen. Wir haben hier oben eine USB-Ladebuchse, falls ihr mal euer Handy laden möchtet oder irgendetwas anderes. Und hier drunter ist die normale Ladebuchse. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, aber hier an der Seite sind zwei und hier auch noch mal zwei Lautsprecher, also 4 Lautsprecher insgesamt. Das sind Bluetooth-Lautsprecher. Da könnt ihr euer Handy verbinden und laut mit dem Einrad eure Musik hören während der Fahrt. Das ist eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Die Pedale, die sind nicht einfach nur einfache Pedale, sondern die sind hier federnd gelagert und wenn ihr die runterdrückt, dann knallen die nicht nur runter, sondern die sind hier wirklich gedämpft. Leider sind sie nicht so ganz rutschfest, aber unsere Einradwerkstatt hat uns versichert, die sind dabei, neue Pedale zu bauen, die man dann extra hierfür erwerben kann. Und die sind größer, sehr viel größer und auch so, dass man darauf nicht mehr rutschen kann. Ja, was gibt es noch? Man kann dieses Rad auch benutzen als Taschenlampe. Wenn man das ausschaltet, kann man in den Bluetooth-Modus gehen. Und dann kann man das einschalten und dann hat man auf beiden Seiten dauerhaft Licht. Das Licht hat übrigens eine Lichtautomatik. Also sobald es dunkel wird, dieser Sensor hier quasi abgedunkelt wird, wie ich es jetzt mit der Hand mache, dann geht das Licht automatisch an. Das heißt, ihr braucht es nicht extra einschalten, ihr könnt es aber auch dauerhaft ausschalten. Ja, und was sehr schön ist, hier oben diese Akkuanzeige, die ist 10-stellig und trotzdem ihr eine wunderbare App dafür habt, könnt ihr den Akkustand auch hier direkt ablesen. Ja, ansonsten haben wir hier einen 800 Watt Motor mit einer Spitzenleistung von 3000 Watt. Software-Updates wird es hier keine geben, denn die Software läuft perfekt und wir wissen ja in letzter Zeit von Ninebot, dass es da einige Probleme gab mit der Software. Sind wir also deswegen auch ganz froh, dass hier keine Software-Updates nötig sind. Was die Sicherheit angeht, ist es so, dass ihr wie beim Shimanoz die ersten 100 Kilometer 20 km/h fahren dürft und dann schaltet sich das Rad frei und ihr könnt 30 km/h fahren. Die Sicherheitsstufen beim Kingsong, die könnt ihr frei verstellen. Ihr könnt sie quasi ganz nach oben schieben, sodass ihr die letzte Warnung bei 27, 28, 29 habt. Und was ganz wichtig ist, ihr habt hier ein Pedaltilt. Das heißt, in der letzten Geschwindigkeitsstufe, die letzte Warnung bedeutet, die Pedale neigen sich nach oben und ihr könnt also nicht verfehlen, wenn ihr zu schnell seid. Und das finde ich richtig super, weil wenn man diese Warntöne überhört, dann kriegt man zumindest mechanisch ein Feedback, wenn sich die Pedale heben und ihr wisst, okay, ihr seid zu schnell, ihr dürft jetzt nicht weiter beschleunigen. Und 30 km/h, und das schafft dieses Kingsong, echte 30 km/h, die muss man erstmal fahren. Das ist eine ganz schöne Geschwindigkeit und auch nicht ganz ungefährlich. Das hier ist der Sitz für das KS 18. Der ist kostenlos und der liegt also in eurer Verpackung immer mit drin. Und der ist ganz einfach zu montieren. Der hat ja hier so eine Rille und den klickt man einfach rauf und das war's schon.
Ja, und wenn der Sitz montiert ist, dann könnt ihr euch einfach auf das Rad setzen, könnt jetzt die Beine auf die Pedale nehmen und dann könntet ihr einfach losfahren. Kommen wir zur Kingsong App. Die ist ganz einfach aufgebaut. Wir haben hier im oberen Teil unseren Tacho mit dem Kilometerstand des Gerätes überhaupt. Darunter der seit Einschalten des Gerätes. Dann ja, die Geschwindigkeit nochmal als Zahl dargestellt und wie lange das Gerät schon eingeschaltet ist. Dann haben wir die Spannungsanzeige, Temperaturanzeige und Stromanzeige. Der Lautsprecher hier ist dafür da. Da können wir draufdrücken wie beim Godway. Dann gibt das Gerät kurz ein Signal von sich. Man weiß dann, mit welchem man verbunden ist. Und dieser Play-Mode, das ist sehr interessant. Das ist also der Running-Mode, eigentlich ist die Oberbezeichnung. Wenn ich hier drauf drücke, dann kommt hier Play-Mode, Ride-Mode, Study-Mode. Und das sind die Modi, wie hart das Gerät reagiert, wenn man jetzt bremst oder beschleunigt. Und der Play-Mode ist so der härteste Modus. Der Ride-Mode ist ein bisschen komfortabler. Und im Study-Mode, da schaukelt man schon so ein bisschen. Hier auf den Zahnrädern, da kommen wir in die Einstellung. Level Calibration, da können wir die Neigung des Gerätes verstellen. Dazu mehr in der Anleitung. Das möchte ich hier nicht weiter ausführen. Das bedeutet aber, dass man die Pedale ein bisschen anwinkeln kann, damit man beim Fahren einfach ein stabileres und sicheres Gefühl hat. Setting for Speed Limited, das ist sehr schön. Hier kann man nämlich einstellen, die Geschwindigkeitsgrenzen, also wann welcher Alarm kommt. Man kann die Alarme nicht ausstellen, aber ihr seht schon, ich habe den ersten Alarm bei 28, 29, 30 nach oben verschoben. Rocker Speed, das ist der Pedaltilt. Da kann ich einstellen, wann die Pedale hochkommen. Ich habe es jetzt hier auf 32 km/h gesetzt, obwohl das Rad eigentlich nur 30 fährt. Also ich stelle das mal wieder runter, da geht man einfach in das Feld, ich stelle es hier mal wieder auf 30 und den letzten Alarm auch auf 30. Man muss nochmal auf Sure drücken hier unten. Dann ist die Sache bestätigt. Jedes Mal, wenn man etwas verändert hat, dann bestätigt das Rad auch das Ganze, also quittiert es durch einen Signalton. Ja, und da kann man hier also in allen Einstellungen das Ganze einfach verändern. Die Settings an sich, das ist nochmal eine andere Geschichte, die ich jetzt hier nicht mehr aktiviert habe. Es gibt einen Freischaltecode für diejenigen, die diese ersten 100 Kilometer nicht abwarten können. Die können sich auch einen Code besorgen und dann kann man das Rad auch schon früher freischalten. Geschwindigkeitstest vom KS 18. 29, 30 km/h war kurz, 30 km/h. Super, wir haben es also geschafft, es fährt wirklich 30 km/h. Das ist also der Beweis mit der Radarpistole und ja, das stimmt also soweit. Das KS 18 hat ja auch ein Bluetooth-Modul, nicht nur für die App, sondern eben auch für die Lautsprecher. Und das schalte ich hier ein, da muss man einmal kurz das Bluetooth aktivieren. Dann schalte ich nochmal kurz ein. Power on. Dann kommt die Ansage Power on. Und da kann ich mich mit dem Kingsong als Audio-Device verbinden. Und kann anschließend meine Musik... Device is connected. Ja, Device is connected, gibt es kurz als Bestätigung und kann dann anschließend meine Musik hören. Und ja, da wir hier immer GEMA-freie Musik brauchen, muss ich kurz auf meinem Handy etwas rumspielen. Und schon kann es losgehen, ihr könnt während der Fahrt eure Musik hören, stört bitte eure Mitmenschen nicht, aber schon eine ziemlich coole Sache. Das Kingsong KS 18 gibt es mit einem Akku ab 680 Wattstunden bis 1508 Wattstunden, also 1508 Wattstunden. Das ist das Rad mit dem größten Akku auf dem Markt im Moment überhaupt. So eine Konfiguration werdet ihr woanders nicht bekommen. Die Warnstufen beim Kingsong KS 18 werden wie folgt signalisiert. Level 1 ein Doppelton. Level 2 ein Dreifachton. Und Level 3 ein immer wiederkehrendes Signal. Level 4 ist euer Rocker Speed, bedeutet Pedaltilt.
Die Pedale neigen sich also an euren Fußspitzen nach oben und geben euch mechanisch Feedback, dass das Rad jetzt am Limit ist. Hier sehen wir nochmal den Unterschied zum Godway M Super und da sieht man schon, dass das Kingsong wesentlich schmaler ist, auch wenn es natürlich höher ist. Ich stelle euch die nochmal auf, dann seht ihr den Höhenunterschied. Ja, und jetzt wird schon deutlich, dass das Kingsong deutlich höher ist. Das hat aber auch einen Vorteil, den zeige ich euch mal. Nämlich, wenn man das Rad schiebt, man schaltet das ja dann üblicherweise ein, dann kann man das ziemlich bequem neben sich herschieben. Und das geht bei den anderen Rädern definitiv nicht so einfach. Shit for my nation. I fuck a bitch, she ain't. Elektro mit C-Sport.de